Herr Oberholzer, Sie hatten eine schwere Schilddrüsenerkrankung, die auf eine außergewöhnliche Art und Weise geheilt wurde. Wie kam das? Ja, das war so, ich hatte im Jahr 2006 war ich schwer krank. Ich hatte hier einen starken Kopf, Schilddrüsenüberfunktion. Und dies hatte ich schon etwa 5 Jahre. Ich wusste nicht genau wieso, aber ich wurde von meinem Hausarzt zu einem Spezialisten verwiesen. Dort war ich jahrelang in Behandlung, hatte auch Medikamente, mal mehr, mal weniger. In der höchsten Zeit, also in der stärksten Schilddrüsenüberfunktionszeit, hatte ich auch Knoten hier am Hals. Dies hat zumindest der Arzt so auch gezeigt. Und er war daraufhin auch sehr besorgt und meinte, dass wir das nicht mehr in den Griff bekommen würden und dass es sinnvoller wäre, dass man die Schilddrüse rausoperieren würde. Ich war nicht so begeistert ab dieser Aussage. Ich dachte auch an meine Frau. Ich dachte, oh, hoffentlich denkt sie nicht, dass ich jetzt schwer Krebs habe im Hals, wenn ich da Knoten habe. Und ich machte mir schon einige Gedanken, wie ich damit umgehen soll. Ich habe mich aber relativ schnell entschieden, dass ich das nicht gleich rausschneiden lassen will. Wieso weiß ich nicht, aber das war so eine innere Stimme, die mir das so mitgeteilt hat oder mir einfach die Gewissheit gegeben hat, dass ich da mich nicht überstürzen soll und nicht zu stark beeilen soll. Ja, ich habe dann zusammen mit meiner Frau über diese Problematik geredet und wir haben auch gemeinsam gemeint, ja, es sei besser, nicht gleich das rausschneiden zu lassen. Ich habe mich dann entschieden, dass ich nicht wie sonst gewohnt immer gleich um 7 Uhr mit der Arbeit beginne. Ich hatte eigentlich zu jener Zeit eher eine stressige Arbeitsphase. Und ich entschied mich, dass ich jeweils morgens um 7 zuerst spazieren gehe. Wir haben hier in meinem Wohnort ein sehr schönes Gebiet, da ging ich jeden Morgen hin und habe auch gedacht, was kann ich machen? Ich gehe langsam und habe immer mit dieser Hand an die Schilddrüse gehalten und mit der anderen Hand habe ich hier auf die Thymusdrüse geklopft und habe immer an Liebe und Frieden gedacht. Also beim Einatmen habe ich an Liebe gedacht, beim Ausatmen an Frieden. Das war so eine Eingabe, auch meine Frau hat mich dazu bewogen. Wir hatten gemeinsam diese Idee, mal das zu probieren. Und ich war wirklich überrascht, innerhalb 2 Wochen war das alles weg. Die Schilddrüse hat sich zurückgezogen, die hatte wieder eher normales Maß. Ich war auch irgendwie ruhiger geworden. Ich musste ja regelmäßig zu meinem Spezialistenarzt, musste ich zur Kontrolle die Blutwerte nehmen, der hat das ausgewertet und als ich das nächste Mal eben bei ihm war, der war erstaunt, da waren die Werte alle gut. Und er war total überrascht und sagte, nee, das kann nicht sein, ich sei ja ein total anderer Mensch. Und ich habe mich ja auch selbst entschieden, dass ich die Medikamente absetze. Ich habe die dann nicht mehr genommen. Auf Hinraten meiner Näherliegenden, die hätten eher gesagt, ich soll das nicht machen, aber ich habe mich trotzdem entschieden. Und ich war wirklich, seit diesem Moment ist alles gut bei mir. Ich habe auch nicht mehr eine Veränderung wahrgenommen, dass ich da nervös bin oder dass ich da Schilddrüsen in dieser Region, dass sich da wieder etwas verändert, ist eigentlich alles sehr gut geworden. Und was mich vor allem erstaunt hat, ich habe nach dieser Erkenntnis oder Erfahrung, dass man sich selbst helfen kann und auch heilen kann, dass das möglich ist, bin ich hellfühlig geworden. Also ich habe dann auch bei anderen Menschen begonnen, Dinge wahrzunehmen. Ich musste das aber auch innerlich für mich lernen. Ich hab das ja vorhin nicht gehabt. Ich hatte die Leiden von den Menschen wahrgenommen. Ich hatte zum Beispiel, wenn ein Beinleiden hatte, dann hatte ich auch sehr Mühe, normal weiterzugehen oder Herzprobleme, habe ich Stechen im Herz oder Lungenprobleme.
Oder was auch ganz extrem ist, sind so Gedankenformen, wenn Menschen schlechte Gedanken haben oder sogar wütend auf jemand anderen sind, oder Streit suchen. Das sind sehr schmerzhafte Empfindungen im Kopf. Ja, das kann, je nachdem, die Intensität ist abhängig wahrscheinlich von der Stärke der Gedanken, die der Mensch hat, oder der Depressionen sind auch sehr schmerzhafte Gedanken. Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie nach Ihrer Heilung eine Feinfühligkeit entwickelt und die Beschwerden von anderen Menschen selbst gespürt. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Ja. Was noch extrem ist, es geht sogar durch die Mauern. Also die Mauern haben keine Grenzen oder bilden keine Grenzen. Das habe ich auch eben in meiner Nachbarschaft. Ich spüre durch die Wände hindurch, wie die Nachbarn sind, wo sie Probleme haben, vielleicht auch Gedanken. Ja, das kann, ich weiß nicht, das kann unterschiedlich sein. Das kann vielleicht 20, 30 Meter sein. Ich weiß auch nicht, ob ich das bei allen wahrnehme, ist manchmal schwierig zu sagen. Ich spüre einfach manchmal etwas und dann weiß ich wieder, es ist irgendetwas. Also können Sie das kontrollieren oder kommt das einfach auf Sie zu? Das kommt einfach. Ich kann es auch nicht abstellen, das ist immer permanent da. Mhm. Ich habe jetzt gelernt, es war ja manchmal schwierig zu sagen, bin ich das selbst oder ist das jemand anders? Aber ich habe jetzt eine einfache Technik für mich selbst gefunden, da kann ich sagen, ich bin ich und da spüre ich gleich, wie ich selbst bin. Und dann schaltet das wie kurz ab, für eine Sekunde sage ich jetzt, und da kommt das andere wieder. Dann weiß ich, bin ich das, wenn es bleibt und es nicht kurz abschaltet, dann weiß ich, bin ich das selbst oder ist es der andere? Ist das für Sie nicht sehr belastend? Nein, für mich im Gegenteil, eben durch das, dass ich das nicht gekannt habe, ist es für mich ich sage jetzt mal auch eine freudige Erfahrung. Ist wie eine neue Sprache, die ich gelernt habe. Das macht Freude, diese anzuwenden. Es macht auch Freude, diese immer zu erweitern oder mehr zu lernen. Also ich habe auch gemerkt, dass es auch wahrscheinlich auch die anderen Welten, die kann ich auch wahrnehmen. Ist manchmal schwierig zu sagen, eben ist es jemand, der hier ist oder ist es jemand, der außerhalb ist. Aber ich habe zum Beispiel auch schon gespürt, wenn jemand bei mir ist und über eine verstorbene Person spricht, dann spüre ich irgendeine Anwesenheit. Oder aus diesen Erfahrungen kann ich sagen, dass ich auch die anderen Dimensionen auf eine gewisse Art und Weise wahrnehmen kann. Aber Sie können diese Person nicht sehen oder hören, aber Sie spüren sie. Ich habe alles so wie in Gefühl. Bei mir spielt sich alles wie in Gefühlen ab oder auch Emotionen. Ich kann auch die andere, also nicht nur das Schlechte nehme ich wahr, ich nehme auch das Gute wahr, vor allem gute Gedankenformen. Oder ich gehe davon aus, wenn eine sehr hochschwingende Seele vor mir ist, da kommen mir die Tränen oder dann spüre ich eine große Demut. Dann laufen mir gleich die Tränen runter. Also es gibt ein paar Menschen, auch wenn ich nur das Buch anschaue oder wenn ich einen Film über jemanden sehe, da weiß ich gleich, wie die Energieform des Menschen, also wenn es eine große Seele ist. Sind Sie durch diese Fähigkeiten auch in der Lage, anderen Personen zu helfen? Ja. Können Sie vielleicht noch ein Beispiel machen? Das extremste Beispiel war mal eine Person, die Krebs hatte. Der konnte ich helfen, wobei eben, ich muss ja sagen, ich bin ja nicht ich kann einfach die Energie weiterlenken. Oder ich spüre dann die Energie in mich reinfließen, die kommt meistens oben rein über den Kopf und dann kann ich sie weiterlenken. Ich kann mit meinen Händen kann ich über die Körper scannen. Ich spüre, wo eine Lage ist, die nicht in Harmonie ist. Manchmal mache ich das nicht, manchmal lege ich einfach die Hände auf die Schulter, je nach Intuition, wie ich das Gefühl habe, was richtig ist. Und dann meistens merken dann die Menschen auch etwas,
Und diese Person hatte zum Beispiel die ganze Nacht extrem geschwitzt. Die hatte noch nie so stark geschwitzt oder die hatte dann vielleicht etwas rausschwitzen können. Und ja, bei der ist es jetzt auch gut. Die hat nichts mehr. Ist diese Person wieder gesund geworden, weil sie dieser Energie zusendet? Ja, ich glaube, es ist auch, ich kann es nicht sagen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man es zulässt oder dass man bereit ist für die Veränderung. Es kann auch manchmal sein, dass ich irgendwo bin, ich sage jetzt mal einen täglichen Einkauf, und dann kommt diese Energie, ohne dass ich diese Suche, ich weiß nicht, eine Art Liebesenergie. Und dann durchfließt es mich und muss irgendein Menschen, der um mich steht, helfen. Herr Oberholzer, Sie kamen durch viele kleinere Erlebnisse zur Überzeugung, dass Sie früher schon einmal gelebt haben. Wie kamen Sie zu dieser Ansicht? Das kam so, dass ich und meine Frau in einer starken innerlichen Umbruchphase waren, aber auch körperlich. Wir waren eben beide krank. Ich mit meiner Schilddrüse, die ich mittlerweile selbst heilen konnte. Und meine Frau hatte auch eine schwere Krankheit. Ich musste mich entscheiden, geschäftlich, ob das so weitergehen kann. Ich sah, es ging nicht, oder dass ich da in der Arbeit mich voll hineingab. Und zu Hause war eine Frau, die krank war, die auch ihre Pflege bedurfte. Und ich sah einfach, dass ich das innerlich, das hat mich beinahe zerrissen. Oder? Und ich musste mich entscheiden für eine Richtung. Und ich habe dann gesagt, wir waren finanziell gut dran, wir konnten uns es leisten, uns eine Auszeit zu machen. Ich bin dann aus der Firma ausgestiegen, die ich hatte. Und wie es so kam, wir probierten verschiedene Wege, auch jetzt bei der Frau eine Heilung zu suchen. Ihrem Burnout war sie. Und es war sehr schwierig, weil jeder Arzt, bei dem sie war, hatte eine andere Lösung. Und es war eigentlich mehr verwirrter geworden, denn besser. Und dann wussten wir auch, oder wir probierten auch, selbst eine Lösung zu finden. Und dann, wir gingen zum ersten Mal an eine Gruppenmeditation in der Nähe, hatten wir in einer Zeitung ein Inserat gesehen, haben wir gedacht, komm, wir gehen mal. Da sind wir gegangen und da war es darum gegangen, dass wir etwas kennenlernen, einen Geistführer. Ich hatte zu jener Zeit keine Ahnung davon, eher ein bisschen diese Geschichten belächelt. Aber tatsächlich hat sich etwas bei mir gemeldet. Der Geistführer, der hieß Krakau und das war ein Vogel, ein Kondor. Und für mich war das eigenartig, weil ich wusste, Krakau, das ist eine Stadt, das ist kein Menschenname. Aber ich habe dann mit meiner Meditationslehrerin darüber geredet und sie hat gesagt, ja, schau mal, Roman, du musst es ein bisschen setzen lassen, wenn du innerhalb einer Woche irgendeine Bestätigung erhältst, dann hat es seine Richtigkeit. Und ich war dann tatsächlich, 2 Tage später hatte ich eine Sitzung mit einer Baufirma in Zürich und da gingen wir dann noch Abendessen. Da hat es eine Frau, die kam aus Ostdeutschland, die war jetzt aber tätig in Zürich. Die hat gesagt, Roman, ich war letztens in Krakau in den Ferien, das war so schön, da musst du unbedingt mal hingehen. Und das habe ich dann natürlich, im ersten Moment habe ich das bestaunt, gedacht, ja, das ist jetzt wirklich die Bestätigung und habe dann aber das nicht weiter verfolgt. Wir sind dann in die Ferien gegangen, meine Frau und ich. Da hatten wir auch begonnen zu meditieren, in der Annahme, dass das uns helfen kann. Und da gleich eines der ersten Male, die ich meditiert hatte in den Ferien, kam ein weißes Licht, so ein rundes weißes Licht. Und das hat mich so fasziniert und auch überrascht und irgendwie etwas in mir ausgelöst, dass ich da weitergehen wollte. Und ich hatte ein paar Tage später, hatte ich wieder so ein Bild in mir, da sah ich einen Mann, sah aus wie auf der Flucht und rundherum hat es Wachtürme.
mit Stacheldraht und Absperrungen. Das sah ein bisschen wie ein Gefängnis aus. Und Menschen auf Wachtürmen, Männer in Uniform mit Maschinen oder mit Gewehren. Aber der eine Mann, der war auf der anderen Seite, der rannte eigentlich weg. Der war nicht innerhalb der Absperrung. Ich konnte mit diesem Bild nichts anfangen, hatte keine Ahnung. Ich habe es mir notiert, habe auch skizziert, weil ich da begonnen hatte, mir Notizen zu machen über die speziellen Erlebnisse oder Träume, die ich hatte. Wir gingen auch wieder mal ein anderes Mal nach Griechenland in die Ferien mit einem Meerschiff von Italien, Ancona nach Patras, und da wusste ich, dass es auf dem Schiff eine Landkarte gibt mit dieser Szene, wo das Schiff durchfährt. Und da war ich mal früh morgens wach und die anderen waren noch am Schlafen. Da dachte ich, da gehe ich auf das Deck und schaue mich ein bisschen um. Und dann habe ich da diese Karte angeschaut, um zu schauen, wo wir jetzt sind. Und da ist mir in den Sinn gekommen, ich könnte ja mal schauen, wo das Krakau ist. Und da habe ich da auf dieser Karte, habe ich da Krakau gesehen und mit meinen Augen bin ich dann auf Auschwitz gefahren, das gleich neben Krakau ist, und dann ist es innerlich in mir explodiert. Also ich habe nur noch geweint, geheult und gezittert am Körper. Ich war wie ein Haufen Elend, aber gleichzeitig kam so eine starke Energie, so eine Liebesenergie, die hat mich eingehüllt und wie umsorgt, sage ich mal, getragen. Und für mich war das Gott. In jenem Moment bin ich überzeugt, habe ich Gott wahrgenommen. Das war eine reine Liebesenergie, wie ich es noch nie wahrgenommen hatte. Und in jenem Moment fühlte ich mich extrem klein und demütig und habe auch gleich all meine Sachen, die ich früher gemacht hatte, spürte ich, welche gut waren, welche nicht gut waren. Das war alles in einem Bruchteil von Zeit, ich sage jetzt mal ein paar Sekunden oder eine Sekunde, hatte ich das alles wie auf einmal wahrgenommen und war irgendwie, ich bereute so viele Sachen, aber gleichzeitig fühlte ich mich auch so glücklich. Oder? Es war wie zwei Sachen gleichzeitig, eine enorme Demut und wie ein Gefühl von Dummheit, was ich gemacht hatte, und also wie ich gelebt hatte und gleichzeitig aber auch ein enormes Glück und Freude und diese Liebe, die einfach da war, oder? Und ich habe in diesem Moment habe ich nichts gesehen, das war einfach nur ein Gefühl, und ich weinte und schlotterte auch, zitterte, und ich sah auf dem Meer draußen sah ich eine Lichterscheinung. Ich kann nicht sagen, was es war. Es hat sich so oval ausgesehen mit verschiedenen Farben wie Regenbogen um sich herum, und es schwebte über dem Wasser, also auf meiner Anhöhe schwebte das. Ich weiß nicht, was das war, aber ich hatte nur noch geweint, ich hatte sicher eine halbe Stunde nur noch geweint. Ja, ich konnte mich zuerst auch nicht fassen, aber gleichzeitig war mir das auch peinlich, weil es hatte Leute auf dem Schiff, und ja, ich weinte dort einfach, ich konnte das gar nicht stoppen, oder? Das kam alles raus, und meine Schwiegermutter, die sagte, was mit mir los sei, ob es wegen meiner Frau sei, wegen ihrer Tochter, ob etwas nicht stimmt. Nein, ist alles gut, habe ich gesagt, aber ja, ich habe dann das für mich behalten, was ich da jetzt gleich erlebt hatte. Aber ich wusste auch, in diesem Moment dass ich da in KZ Auschwitz gestorben war, in meinem letzten Leben. Das war einfach ein Wissen, das raufkam, oder? Ich erinnere mich, ich wusste das einfach, das ist sehr schwierig zu sagen, oder? Das war für mich so klar, aber mehr wusste ich in jenem Moment nicht, oder? Das war einfach eine innere Gewissheit. Ja, das war einfach ganz klar, oder? Und dann kam es ja, dass wir irgendwann nach den Ferien wieder zu Hause waren, und dann war vor meinem Garagentor mal ein Ticket in ein Museum. Das lag da vor meiner Türe meiner Garage. Das war so ein längliches Ticket, unversehrt, ganz schön. Eintrittsticket in ein Polenmuseum.
Und das Polenmuseum befindet sich etwa 50 Meter von meinem Wohnort in einem Schloss. Ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Ob das ein Hinweis ist, weil ich habe dann auch begonnen, auf Hinweise zu achten, die mir quasi vor die Füße gelegt werden. Oder habe es dann mitgenommen, aber nichts weiter unternommen. Es ging dann ein paar Monate, war wieder kurz vor Ferien. Da lagen plötzlich 3 Tickets vor meinem Garagentor, wieder genau die gleichen, an der gleichen Stelle. 3 unversehrte Eintrittstickets. Da wusste ich so, jetzt darf ich mich nicht mehr drücken oder machen, ich gehe jetzt mal dorthin. Ich wusste zwar nicht, was ich dort was es zu schauen gibt. Habe mich dann entschieden, ich gehe rauf, bin dann in das Museum reingegangen, habe einfach gesehen, das war das erste Mal, dass ich dort war, habe gesehen, dass es verschiedene Persönlichkeiten gibt, aber ich wusste nicht, wo ich da schauen soll und wo mich das hinführen sollte. Aber ich bin dann den Parkour des Museums abgelaufen und ziemlich am Schluss hat es eine Nische gehabt. Da sah ich, da hing ein KZ-Gewand und eine Urkunde. Als ich diese näher anschaute, sah ich plötzlich den Namen und da weinte ich wieder. Dann war eine ähnliche Phase wie auf dem Schiff. Da löste etwas in mir und ich weinte nur noch und ich zitterte auch wieder am ganzen Körper. Und da wusste ich auch, das war ich, oder ich habe meine eigene Todesurkunde gesehen oder Zertifikat oder was es genau war. Ich habe mir dann, durch das habe ich mir ja den Namen aufschreiben können und die Daten, Geburtsdaten, und bin dann mit dieser Kenntnis bin ich nach Hause gegangen. Aber ich habe natürlich gleich gesehen, dass das Geburtsdatum genau das gleiche war wie bei meiner Frau, wie sie es heute hat, oder? Und das war schon sehr interessant, weil ich dann auch mathematisch konnte ich das analysieren. Ich konnte für mich, ich bin auch ein sehr rationeller Mensch, also ich habe beide Seiten, aber auch, ich hinterfrage auch oft, ich nehme nicht gleich alles an. Und ich habe dann eben auch zu mir selbst gesagt, kann das wirklich sein? Und ich habe da gesehen und habe mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen ausgerechnet. Bin da zum Schluss gekommen, das ist kein Zufall, oder? Weil das ist eine Wahrscheinlichkeit 1 zu x Millionen, dass das zufällig wäre, oder? Und dann, ja, war das für mich schon erstaunlich, eben das zu sehen. Und ich habe dann auch meinem Vater darüber gesprochen und er war auch sehr erstaunt, weil es war interessant, er hatte ein Buch über diesen Mann, da konnte ich da auch habe ich seine Lebensgeschichte gesehen, oder? Und ich habe auch gesehen, wie er gestorben ist. Und da weinte ich auch oft, oder? Weil ich habe dann diese Zusammenhänge zu meinem jetzigen Leben auch gesehen. Ich hatte am Anfang als Kind auch sehr Probleme mit dem Essen. Ich wollte fast nicht essen. Meine Eltern hatten ihre Mühe damit. Sie hatten auch oft Streit untereinander wegen dieser Problematik. Weil ich ja im letzten Leben in einem Hungerbunker war, dieses KZs, und sie mich eigentlich auf diese Art hinrichten wollten, muss da noch eine Schwierigkeit vorhanden gewesen sein aus dem letzten Leben, oder die ich hinübergenommen hatte, dass das für mich wahrscheinlich nicht ganz verarbeitet war oder vielleicht auch nicht so wichtig war, diese Ernährung, dass ich gesehen hatte, dass man recht lange leben kann, ohne wirklich Nahrung zu sich zu nehmen, oder? Weil ich hatte scheinbar einige Tage doch gelebt und war nicht gestorben und sie hatte mir dann die Giftspritze verabreicht, weil ich nicht gestorben war, trotz Nahrungsverweigerung, oder? Ja, und diese Zusammenhänge zu sehen, das war schon einleuchtend, eben, dass da ein Faden vorhanden ist. Ich war dann auch mal noch in Auschwitz selbst, obwohl ich eigentlich zuerst nicht gehen wollte. Aber ich habe mich dann doch überwunden, weil ich auch über Träume Hinweise erhalten hatte, dass ich dorthin gehen soll. Ich hatte auch geträumt, wo ich die Tickets kaufen soll, weil ich zuerst ja nicht gehen wollte. Und dann bin ich dann gegangen und dort gab es auch so eine Führung
von einer Reiseleiterin durch das KZ. Und ich habe da gleich gespürt, oder, wo ich gestorben bin, in welchem Raum. Oder das war emotional, das war das immer noch irgendwie gespeichert. Oder ich hatte so Bauchschmerzen bekommen, als ich dort in jenem Raum war. Und sie hatten das auch bestätigt, dass das dort war. Also für Sie war das eine innere Gewissheit, dass Sie diese Person waren, ja, und dass Sie dort gestorben waren? Ja, und auch eben die Zusammenhänge, dass ich da geboren bin. Ich hatte als Kind, hatte ich mich jahrelang, als ich circa im Alter der Primarschule war, hatte ich mich mit dem Thema KZ auseinandergesetzt. Oder ich hatte alle möglichen Bücher hatte ich gelesen über Hitlers Zeit und KZ und wieso das so funktionierte. Ich hatte dann auch mal im Gymnasium, in dem ich war, hatte ich einen Vortrag gemacht über Reinkarnation. Ich weiß eigentlich auch nicht wieso, aber das hat mich so fasziniert, oder Reinkarnation. Und ich sehe jetzt den Faden, den sehe ich da, oder, und ich sehe auch, dass ich da eine Wahrnehmung zu anderen Leben haben muss, oder? Und es ist manchmal schwierig zu sagen, aber auch wenn ich Dinge sehe, wenn ich Dingen begegne oder irgendetwas sehe, muss ich gleich zu weinen beginnen, oder das löst in mir etwas aus, oder? Wie hat sich Ihre Weltsicht durch all diese besonderen Erfahrungen verändert? Sehr stark, sehr stark. Also ich wurde ein anderer Mensch und es war sicher auch nicht einfach, oder? Also weder für mich noch für die Menschen um mich herum, oder? Ich war nicht mehr der ich vorhin war, oder? Also das Extremste war eigentlich die Erkenntnis, dass wir unsterblich sind. Das ist für mich das Veränderndste, oder? Und ich glaube, es macht auch einen Unterschied, ob man das liest oder ob man das weiß oder erkennt. Weil, ich meine, lesen kann man das ja hier und da vielleicht noch in einem Buch, aber man nimmt es wie nicht richtig an oder es ist schwer anzunehmen. Und bei mir war das irgendwie innerlich passiert, oder das hat bei mir innerlich eine Verbindung hergestellt, dass ich wusste, es ist so, oder? Und das hat mir natürlich einerseits eine enorme Leichtigkeit gegeben, weil ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, im Gegenteil, ich freue mich sogar darauf, weil ich habe gesehen, es gibt das Schöne, es ist eine schöne Erfahrung und die andere Welt ist, zumindest so wie ich sie erlebt hatte, ist viel schöner als jetzt hier, aber durch das war es auch schwieriger für mich, gewisse Situationen hier ausstehen zu können, oder? Also das heißt, ich muss ja jetzt wieder arbeiten, also muss, klar, ich will auch, ich meine, etwas will man ja machen, aber manchmal muss man ja auch arbeiten, um Geld verdienen zu können und dann macht man vielleicht auch in gewissen Situationen gewisse Dinge, die man nicht immer freiwillig macht, oder, sondern weil man es einfach jetzt machen muss. Und das ist dann vielleicht manchmal schwierig, aber ich sehe schon auch den Sinn, oder ich habe eine Familie und ich darf die ernähren und das hat sicher eine Erfahrung für mich, die es auch braucht und notwendig ist. Aber es hat natürlich auch meinen Horizont enorm erweitert, weil ich sehe jetzt auch die Menschen anders. Ich kann sie anders aufnehmen, auch wenn sie ihre Probleme haben. Ich versuche sie zu verstehen, weil ja, es ist schon so, dass wir halt irgendwie wie blind sind, oder ich war blind, oder? Und wenn man in einer Unwissenheit ist, das ist schon schwer, oder? Weil die Welt, wie sie ist, die kann einem sehr stark in Beschlag nehmen, dass man eigentlich den Sinn nicht sieht, oder? Und ich meine, ich habe jetzt den Sinn erkannt und ich bin eigentlich von diesem Nebel bin ich befreit worden und das ist für mich eine große Erlösung, oder? Das ist auch, ich hoffe auch, dass ich manchmal gewissen Menschen vielleicht Trost geben kann in schwierigen Momenten, oder durch meine innere Erfahrung, dass ich sagen kann, alles geht vorbei, oder? Vor allem auch auf der Erde, was ist, das ist ja alles vergänglich und
einzig die Erfahrung, die wir machen, die ist eigentlich nicht vergänglich, oder? Das ist das, was wir behalten, oder? Und mitnehmen. Und ich glaube, das ist fast das Wichtigste, oder? Die Erfahrung, die wir hier sammeln, oder? Und das ist das, was uns reich macht, oder? Ja, ich denke, da bin ich sehr dankbar, weil ich jetzt bewusster die Erfahrung, die ich mache, die gehe ich jetzt bewusster an, oder? Die schaue ich auch abends, wenn ich ins Bett gehe, lasse ich das Revue passieren, was ich am Tag erlebt habe, oder? Und schaue ich, was kann ich ändern, wo habe ich jetzt vielleicht nicht richtig, aus meiner Sicht nicht richtig reagiert, was soll ich das nächste Mal anders machen, weil ja, ich meine, ich bin jetzt nicht fehlerlos geworden durch meine Erfahrungen, im Gegenteil, manchmal fallen mir die Fehler schneller auf, die ich jetzt mache, oder? Und es tut mir auch schneller leid, dass ich das gemacht habe, und es ist manchmal auch schwierig, dann rückgängig zu machen, oder? Aber ich glaube, ja, eben gerade jetzt in dieser besonderen Zeit, wie wir jetzt sind, ist es schon eine sehr starke Stütze und Hilfe, das zu sehen, dass wir unsterblich sind und dass wir eigentlich uns von nichts zu fürchten brauchen. Sie haben gesagt, Sie haben den Sinn des Lebens erkannt. Da haben ja viele Menschen Mühe zu sagen, was für einen Sinn hat mein Leben. Was ist der Sinn für Sie? Der Sinn ist für mich eine geistige Reifung. Das heißt, wir nehmen den Geist vielleicht in Form von Gedanken wahr. Ich zumindest sehe das bei mir so. Das heißt, dass wir in diese Richtung gehen, dass wir gute Gedanken haben, helfende Gedanken, liebevolle Gedanken, auch in den schwierigsten Situationen, dass wir da quasi eine Schule durchgehen. Ich denke auch, dass wir häufig in dieser Welt verhaftet sind, also verhaftet gebunden sind, und wir darauf achten sollten, dass wir uns irgendwann wieder davon lösen können. Das heißt, diese Haftung kann über verschiedene Leben sein, nicht nur über eins. Und dass irgendwann der Moment kommt, auch ich sage jetzt mal, die Sehnsucht kommt, dass wir sagen, ich will nicht mehr hierher kommen, ich habe jetzt das überwunden, für mich ist das nicht mehr so wichtig. Für mich warten wieder andere Erlebnisse oder andere Erfahrungen auf mich, dass ich weitergehe und dass man eigentlich wie, ich sage mal, ein Schüler durch verschiedene Phasen schreitet. Ich kann es einfach bei mir vielleicht von der Schule her sehen. Irgendwann ist man gesättigt von der Primarschule, man wächst ja, und dann auch geistig wächst man sieht weiter, man kann andere Probleme lösen, und dann wird das langweilig oder man in der Primarschule, man will dann wie eine höhere Schule gehen oder einen anderen Beruf lernen, und ich denke, das ist auch so mit uns Seelenwesen, dass wir uns entwickeln und dass wir auch sehen, dass es Gott gibt, oder? Und dass es auch eine Kraft da ist, die uns hindert oder versuchen will zu hindern, zu Gott zu gehen, oder Gott ist vielleicht auch ein bisschen ein abgedroschener Begriff. Für mich ist es Liebe, die reine Liebe, also die Liebe, die bedingungslos ist. Dass wir eigentlich bedingungslose Wesen werden oder sind, die diese Reinheit leben können. Herr Oberholzer, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte, gerne gemacht.